Eine alte Frau, ein Wald und ein Geheimnis über echtes Glück. Eine Geschichte über echtes Glück. In einem kleinen Dorf, nicht weit von einem Wald entfernt, lebte eine ältere Frau namens Maria. Sie wohnte allein in einem kleinen Haus am Rand des Dorfes. Das Haus war alt, aber sauber und warm. Maria hatte kein großes Vermögen, aber sie hatte etwas sehr Wichtiges, ein gutes Herz. Im Dorf kannten alle Maria. Sie half ihren Nachbarn, wo sie konnte. Manchmal passte sie auf die Kinder auf, manchmal kochte sie Suppe für kranke Menschen und manchmal hörte sie einfach nur zu. Viele Dorfbewohner kamen zu ihr, um mit ihr zu sprechen oder einen Rat zu bekommen. Deshalb fühlte sich Maria nie wirklich allein. Die Nachbarn waren dankbar. Oft brachten sie ihr Brot, Gemüse oder ein warmes Essen vorbei. So hatte Maria immer genug zu essen. Sie war zufrieden mit ihrem einfachen Leben. Eines kühlen Herbstmorgens stand Maria früh auf. Der Wind war stark und die Blätter lagen bunt auf dem Boden. Maria merkte, dass sie nicht mehr viel Holz für ihren Ofen hatte. Also nahm sie ihren alten Mantel, setzte sich eine Mütze auf und ging in den Wald, um Holz zu sammeln. Der Wald war ruhig. Man hörte nur den Wind und das Knacken der Äste unter ihren Füßen. Maria ging langsam und vorsichtig. Plötzlich stolperte sie über etwas Hartes im Boden. Sie blieb stehen und schaute genauer hin. Es war ein großer, alter Topf. Ein Teil davon war mit Erde bedeckt. Maria war neugierig. Sie kniete sich hin, wischte die Erde weg und öffnete den Topf. Was sie sah, ließ sie den Atem anhalten. Der Topf war voller Goldmünzen. Maria konnte es kaum glauben. Ihr Herz klopfte schnell. So viel Gold, dachte sie. Damit könnte ich mir ein ganz anderes Leben leisten. Sie stellte sich vor, wie sie in einem großen Haus wohnte. Das Haus hatte einen schönen Kamin, bequeme Stühle und dicke Teppiche. Sie sah sich selbst am Feuer sitzen, warm und ohne Sorgen. Doch dann bemerkte Maria ein Problem. Der Topf war sehr schwer. Sie konnte ihn nicht einfach tragen. Nach kurzem Überlegen bekam sie eine Idee. Sie suchte im Wald nach Holzbrettern und legte sie wie eine kleine Rutsche auf den Boden. Dann band sie ein starkes Tuch um den Topf. Mit viel Mühe begann sie, den Topf langsam aus dem Wald zu ziehen. Es war anstrengend. Maria musste oft stehen bleiben und tief durchatmen. Als sie eine Pause machte, schaute sie in den Topf. Da bemerkte sie etwas Seltsames. Die goldenen Münzen glänzten nicht mehr so stark. Sie waren silbern geworden. Maria war enttäuscht. Schade, dachte sie, aber Silber ist auch wertvoll. Sie beruhigte sich und zog weiter. Mit Silber kann ich mir trotzdem ein schönes Leben machen. Nach einer Weile hielt sie wieder an. Sie war müde und schwitzte. Als sie erneut in den Topf blickte, erschrak sie. Das Silber war verschwunden. Stattdessen lagen Eisenstücke im Topf. Maria setzte sich auf einen Stein. Ihre Schultern sanken. Alle ihre Träume von Reichtum und Luxus waren plötzlich weg. Sie fühlte sich leer und traurig. Dann schloss sie die Augen und atmete langsam ein und aus. Sie dachte an ihr kleines Haus, an den warmen Ofen, an die Nachbarn, die ihr Essen brachten, an die Gespräche, das Lachen und die Hilfe, die sie jeden Tag gab und bekam. Maria öffnete die Augen und lächelte leise.
Ich war glücklich, sagte sie zu sich selbst, bevor ich diesen Topf gefunden habe. In diesem Moment verstand sie etwas Wichtiges. Glück kommt nicht aus Gold oder Silber. Glück kommt aus einem guten Leben mit guten Menschen. Maria stand auf. Sie ließ den schweren Topf im Wald zurück. Dann ging sie langsam nach Hause. Am Abend saß sie in ihrem kleinen Haus, auf ihrem alten, aber bequemen Bett. Das Feuer im Ofen brannte ruhig. Maria fühlte eine warme Ruhe in ihrem Herzen. Sie wusste, kein Schatz der Welt könnte ihr dieses Gefühl geben. Maria lebte weiter wie zuvor. Sie half ihren Nachbarn und sie bekam Liebe und Dankbarkeit zurück. Sie hatte gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Und genau das machte sie reicher als jeder Topf voller Gold.